Beim Songwriting Camp hatten wir die ganze Zeit die Idee, wir wollen ein Leitmotiv haben, was sich durch das Album zieht. Ein Leitmotiv ist ein musikalisches Thema. Ein Muster, eine Tonreihenfolge, die sich als immer wiederkehrendes Melodieelement entweder durch ein Werk, durch ein Stück oder wie in diesem Fall durch das ganze Album zieht. Angefangen hat das, glaube ich, mit Richard Wagner damals. Gewissen Charakteren, Figuren eine bestimmte Tonreihenfolge in einen bestimmten Rhythmus zu geben. Es gibt in der Filmmusik da ganz viele tolle Beispiele. Wir alle kennen dieses Herr der Ringe ist natürlich auch voll mit Leitmotiven. Das ist so das Thema, wenn immer der Ring vorkommt. Das ist halt ganz klar dem Imperium zugeordnet und nicht den Evox. Na 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 na. Na 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 na. An gewissen Punkten immer wieder aufploppt irgendwie und den roten Faden einfach noch verdeutlicht. Und du kriegst es einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss echt sagen, es hat begonnen mit einem Lady Gaga-Song vor vielen Jahren. Es gibt einen Lady Gaga-Song, der Judas heißt. Und das hat mich damals unfassbar fasziniert, einfach weil das so ein geiles Wort ist. Also ich bin so ein Wortfetischist. Es gibt einfach Worte, die klingen einfach blöd. So ein Wort wie Krampf. Das ist ein total dummes Wort. Strumpf. Ja? Aber ein Wort wie Judas, das ist stark. So, hier sehen wir die Konstruktion eines Heptagramms, wie man das geometrisch macht. Das jetzt in Zentimetern. Und das nehmen wir mal 100 und dann haben wir genau das gleiche in Metern. Und so wie das hier mit einem Zirkel zu Hause gemacht worden ist, muss ich das jetzt mit einem selbstgemachten großen Zirkel aus diesen Bestandteilen hier auf den Boden malen. Ich fand ja so Gegensätze immer schon so mega interessant. Und was ich so schon früher so super interessant bei Judas fand, also bevor ich wusste, dass es wissenschaftliche Auseinandersetzungen damit gibt, mit diesem sogenannten heilvollen Verrat, dass ich mich immer so gefragt habe, warum steht nur Judas für den Verrat und für das Böse? Eigentlich, hätte Judas Jesus nicht verraten, dann gäbe es gar keine Kreuzigung, es gäbe kein Kreuz, es gäbe damit keine christliche Kirche, es gäbe auch nicht das Symbol der christlichen Kirche, das erfolgreichste Merchandising-Produkt aller Zeiten. Das gäbe es alles nicht so. 1,6 ja. Ich messe. Und dann als weiterführende Frage, woher kommt das? Kam das von ihm heraus oder hat ihm Gott gesagt, er soll das machen? Oder hat vielleicht sogar Jesus gesagt, Judas, du musst das für mich machen, damit... Also die Spannbreite ist so interessant. Und was daraus dann entsteht, ist, dass die Rezeption der Figur des Judas so stark aufgespreizt ist zwischen, ich mag das gar nicht so in Worte fassen, wie man das teilweise in Interpretationen liest. Ich sage jetzt einfach mal das Böseste aller Bösen auf der rechten Seite, bis hin zu Judas der Erlöser. Und dazwischen gibt es so viele Grauzonen. Den Stempel. Pass auf. Und du machst ihn einfach größer dann. Ja. Das bezogen auf unsere heutige Welt und auf unser eigenes Leben und damit, wie wir damit klarkommen, wie wir sind mit unserer Menschlichkeit, mit Gut und Böse und diesem Spannungsfeld dazwischen
Und wir auch diese Rolle einnehmen in allen ihren Facetten und Grautönen, finde ich super interessant. Wir kokettieren schon ewig mit umgedrehten Kreuzen. Aber das ist irgendwie so ein bisschen zu plakativ für so ein wichtiges Album. Und manchmal sind es einfach so kleine Änderungen, die so Symbole dann ganz besonders machen. Dream with me of euphoria, drown in the starlight, no beautiful decay, free redeeming utopia, forever in grief, desperate in need. Dream with me of euphoria, drown in the starlight, no beautiful decay. Wir haben vor ein paar Tagen die Drumaufnahmen abgeschlossen und stehen jetzt kurz davor, den Mix zu beginnen, ich glaube übermorgen, wo dann mein Hauptaufgabenbereich liegt, Mix und Mastering. Also ich habe noch den meisten Arbeitsberg für meinen Anteil an dieser Produktion vor mir. Es ist genauso geil, wie ich es mir erhofft hatte. Also genauso geil geworden vom Klang her. Ich wusste nur einfach vor einem halben Jahr noch nicht, dass es so klingen wird. Aber je mehr man jeden zweiten Tag die derzeitigen Produktionsstände hört, desto mehr baut sich dann natürlich auch ein Bild im Kopf bzw. im Ohr auf, ein Klangbild. Man muss jetzt erstmal wieder 8-mal duschen, bis die Farbe abgeht. Stimmt, das darf ich ja schon alle sagen, weil wir jetzt ja raus sind, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht fertig. Für mich ist das Album dann fertig, wenn ich weiß, die Leute haben das. Gefühlsmäßig abgeschlossen ist dieses Album erst, wenn es auch mit der Welt geteilt ist, glaube ich. Und ich höre tatsächlich so, wenn ich weiß, es ist Release-Tag, dann höre ich tatsächlich mir so ein Album auch nochmal von vorn bis hinten an und fühle mich dabei irgendwie anders, weil ich das Gefühl habe, überall auf der Welt sind Leute, die hören das auch und dann entsteht so ein komisches Gemeinschaftsgefühl, dass ich das dann irgendwie auch nochmal als Zuhörer eher hören kann. Und ich glaube, dann bin ich fertig. Wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, dass Chris und ich Seilspringen waren, jeden Tag oder alle 2 Tage, und diese Stunde Seilspringen an den Landungsbrücken so ein Ideenpool war und da immer wieder so Gedankenwege aufgeschlagen worden, die nochmal ganz andere Welten geöffnet haben. Deswegen war es gar nicht so möglich, sich ein Endprodukt vorzustellen. Was ich aber sagen kann, jetzt so wie es ist, so ist das genauso, wie ich es haben wollen würde. Alles gut. Okay. Ich setze nur meine Waffe da drauf. So, Slow Motion. Bitte mit deinen Fingern auf Händen auf Gesichtshöhe einmal klatschen. Bitte mit deinen Fingern auf Händen auf Gesichtshöhe einmal klatschen. Jo. Reicht das? Okay. Jo. Danke. Danke. Jo. Ups. Jo. Das war so ein geiler Humor. Der hat so, und draufbleiben. Das wird immer unangenehmer. Und dann haben wir hier Synchro.
Ja, kann losgehen. Weiß ich nicht. Ja, ist sie. Ich zieh sie mal ein bisschen näher zu mir. Genau. Zieh sie mal so Rücken. So, ich rieche vielleicht ein bisschen nach Zwiebeln. Ich gehe immer davon aus, dass ich Fragen gestellt bekomme, die ich vielleicht nicht beantworten kann. Pass auf, ich stell sie aber ein Stück weiter weg. Ja, so ist gut. Ist die Heizung aber nicht im Bild? Klingonisch diesmal nicht, nein. Wobei ich habe eine Sample Library für klingonische Phrasen. Also das, aber da hat Chris gesagt, lass mal. Wollte er nicht. Hast du wirklich? Habe ich wirklich. Weil oft die Fragen kommen, was ist zum Beispiel dein Lieblingssong auf dem Album? Oder welcher Part bei welchem Song gefällt dir am besten? Was ist zum Beispiel dein Lieblingssong auf dem Album? Ja, Das weiß ich nicht. Ja, genau. Warum ich diesen Job haben will, Aber wurde auch schon viel zu gesagt, hat Benny schon viel zu gesagt. Ja. Singst du nochmal das Leitmotiv? Nein. Gott, die hören uns ja da drüben. Denk, ich liebe dich. Das ist eine gute Frage. Es ist dieses Mal kein... Spaß gemacht. Ah, schön. Ist ein geiles Licht auch, ne? Ja, gut, danke schön. Bitte, tschüss. Oh Mann. Das war so witzig. Dann darfst du gehen. Feierabend. Schön. Cool, danke. Geil. Du darfst gehen. Lass es ruhig liegen. Okay. I goes.